herzlich willkommen zu unserer zweiten digitalen Silicon Economy Coffee Break. In kurzen, knackigen 15 Minuten möchten wir gerne regelmäßig in unserer Coffee Break darüber informieren, was es so Neues in der Silicon Economy gibt, wie so die Projektfortschritte aussehen. Und ich freue mich, dass wir auch heute wieder ein paar neue Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Denn darum geht es letztendlich auch in der Silicon Economy. Wir wollen gerne eine Community aufbauen, in der wir die Plattformökonomie der Zukunft gemeinsam mit der Industrie auch entwickeln. Mein Name ist Ellen Sünkler und ich bin im Silicon Economy Projekt verantwortlich für Marketing und Kommunikation. Und um jetzt mit Ihnen noch mal tiefer in das Thema Plattformökonomie einzusteigen, habe ich mir in diesem Zusammenhang den Christian Prasser eingeladen, der das ganze Thema rund um die Silicon Economy und die Plattformökonomie dann auch noch mal ein bisschen einordnen kann. Schön, dass du heute da bist, Christian, und ein bisschen Rede und Antwort stehst. Gerne. Wenn Sie und ihr Fragen habt, dann bitte gerne den Besprechungschat nutzen. Wir nehmen das im Laufe der Coffee Break dann gerne auf und greifen darauf zurück. Die wichtigste Frage, nämlich wie du deinen Kaffee trinkst, brauche ich dir heute gar nicht stellen. Das stimmt. Du lebst kaffeeabstinent, richtig? Das stimmt. Ja. Okay, dann starten wir einfach mal direkt durch. Und zwar gemeinsam statt einsam. Schönes, herzerwärmendes Thema heute für unsere Coffee Break, finde ich. Schauen wir mal, ob wir unsere Zuschauer auch für das Thema ein bisschen begeistern können. Zweiter Teil unseres Coffee Breaks Thema ist, über die Plattformökonomie von heute und morgen zu sprechen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick darauf werfen, auf den Status Quo, Michael Schmidt hat es vor 2 Wochen in unserer Coffee Break schon erwähnt, die Liste der Unternehmen im B2C-Bereich, deren Geschäftsmodell auf digitalen Plattformen basiert, ist ja schon wirklich ziemlich lang. Also Uber, Airbnb, Amazon, da gibt es ja wirklich viele, die man nennen kann. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wie sieht es eigentlich im B2B-Bereich aus und gerade in der Logistik? Genau, also im Prinzip kann man sagen, im B2C-Bereich, da gibt es so quasi monopolistische Plattformen, die das Geschäft dominieren. Du hast ja schon ein paar genannt, Alibaba, Amazon, Uber und so weiter. Und denen ist es eben gelungen, gesamtwirtschaftlich, also auch sozusagen horizontal und vertikal, im Prinzip Geschäfts- und Logistikprozesse zu übernehmen. Und das auch sehr erfolgreich. Wenn wir jetzt beim Beispiel von Amazon bleiben, dann sieht man eben, wie man sozusagen auch als Nicht-Logistiker oder sozusagen völlig fachfremd mit einer intelligenten Kombination aus Logistik, IT und insbesondere der Datenanalyse wirklich einen kompletten Durchstich und sozusagen so einen ganzen Bereich übernehmen kann innerhalb weniger Jahre. Jetzt könnte man da wirklich vielleicht so ein bisschen pessimistisch sagen, im Bereich B2C ist im Prinzip der Käse geschnitten, da ist der Markt aufgeteilt. So. Jetzt war aber die Frage, wie sieht es im B2B-Bereich aus? Da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es ja noch nicht alles verteilt. Ja? Das hängt zum einen daran, dass die Prozesse auch so ein bisschen komplexer sind und dass es letztendlich nicht so einfach ist. Wir haben ja auch sozusagen, die handelnden Personen sind Vollkaufleute und so weiter. Das hat rechtliche Bedingungen, Qualität und so weiter. Das ist, skaliert vielleicht auch nicht so gut. Insbesondere ist es eben tatsächlich ein bisschen komplexer. Aber das hält natürlich die Entwicklung nicht auf. Ne? Das heißt, das ist im vollen Gange. Ich sag mal, dadurch, es gibt auch technische Entwicklungen, die dann ein Stück darauf einzahlen. Die Logistik ist sehr gut standardisierbar. Wir haben logistische Funktionen, die in vielen Bereichen gleich sind. Ne? Einlagern, Auslagern, Wareneingang, Transportieren und so weiter sind standardisierbar. Und da kriegen wir natürlich auch über KI, Algorithmen und maschinelles Lernen Lösungen, haben wir ein gutes Potenzial, Sachen auch zu automatisieren, die heute sehr aufwendig sind. Seien es Buchungen, Dokumentation, Identifizieren und so weiter. Und auch sozusagen das Brokern oder das Vermitteln von Diensten oder Dienstleistungen. Die Entwicklung ist vielleicht ein bisschen langsamer und hat nicht ganz die Geschwindigkeit wie jetzt beispielsweise in dem E-Commerce-Hype, ne? Aber wird ein Stück weit kompensiert von milliardenschweren Investitionen, insbesondere in China und in den USA, Bang Bang und so weiter, die wirklich mit großen finanziellen Mitteln da Firmen etablieren oder gründen und die da ganz klar in Richtung dieses Marktes gehen. Ja?
sind auch Startups dabei, ne? Also auch wirklich neue Player in dem Feld. So, jetzt wollen wir aber nicht zu pessimistisch sein, sondern letztendlich natürlich auch immer zeigen, so, was ist denn jetzt die Lösung? Und die Lösung ist der Gegenentwurf zu so einer monopolistischen Struktur oder quasi monopolistischen Struktur kann natürlich nicht sein, dass wir jetzt sozusagen mit einer Lösung wieder ein Monopol dagegen stellen, sondern der Lösungsansatz ist eben, und das hast du ja gerade schon gesagt, ne? Also das ist, alleine schafft es keiner. Wir müssen das im Prinzip gemeinsam angehen und ja, letztendlich mit einem sehr, sehr großen Konsortium versuchen, jetzt so ein Ökosystem aufzubauen, was eben in diesem B2B-Bereich das Gleiche leisten kann, insbesondere eben in der Logistik. Das heißt, dazu muss man sich auch ein Stück weit öffnen, ne? Denn es müssen ja auch alle mitmachen. Es kann kein Closed Shop sein. Deswegen muss es ein offenes, föderales Plattform-Ökosystem sein, das eben auch alle nutzen können. Mhm. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen. Was können wir jetzt eigentlich konkret an der Situation wirklich ändern? Stichwort sind das so für uns und in unserem Projekt vor allem ja Open Source und so ein logistisches Betriebssystem. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen? Genau, also nochmal, vielleicht ein einzelnes Unternehmen, für die ist das eben zu teuer und auch zu riskant. In der Regel ist es eben mit hohen finanziellen Aufwänden verbunden, jetzt so eine Plattform zu bauen, die wirklich auch einen signifikanten Markt übernehmen kann. Und deswegen ist ja sozusagen die Silicon Economy angelegt, also auch die Vision angelegt als föderales, dezentrales Plattformökosystem. Und dann eben auch nicht mit einer Plattform, sondern mit ganz vielen. Ne? Und das ist dann der Gegenentwurf letztendlich zu diesen monopolistischen Plattformen, die wir im Moment am Markt sehen. Was heißt das jetzt ganz konkret? Das heißt eben sozusagen zusammen entwickeln und umsetzen. Das heißt, wir teilen das Risiko, aber wir teilen eben auch die Kosten auf ganz viele Leute auf. Und wir haben jetzt in der Silicon Economy im Prinzip zwei parallele Zielsetzungen. Ne? Zum einen ist es eben eine Silicon Economy digitale Infrastruktur aufzubauen, in der das Ganze sozusagen leben kann und sozusagen ihre Basiskomponenten. Kann ich später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und das Zweite ist eben eine Open-Source-Plattform aufzubauen, auf der diese Basiskomponenten, die ich eben benötige als Infrastruktur für die Silicon Economy, im Prinzip kostenfrei runterladen kann. Und auch, und das hast du auch gerade schon gesagt, eben die Etablierung von so einer letztendlich ja auf lange Sicht Anwender-Community, die sich eben ein Stück weit committed hat, die ähnliche Schnittstellen hat und dann sozusagen in diese Silicon Economy auch leben kann. Du hast die Komponenten eines solchen Plattformökosystems gerade schon angesprochen. Da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen konkreter wissen, welche Komponenten wird es da eigentlich dann am Ende geben und wie könnten Unternehmen diese zukünftig eigentlich nutzen? Genau. Also du hast gerade ja schon gesagt, im Betriebssystem, das ist natürlich nicht im wörtlichen Sinne gemeint als Betriebssystem, sondern es ist sozusagen, soll ein Linux der Logistik entstehen. Das heißt, wir haben Basiskomponenten, die man eben benötigt, die können letztendlich kostenfrei runtergeladen werden und auf denen können dann sozusagen die Industrie kommerzielle Services aufbauen. So, wie sehen die jetzt aus? Ne? Die Komponenten sind beispielsweise Konnektoren. Ne? Also das Erste, was ich herstellen muss, ist letztendlich eine Konnektivität zwischen einzelnen Partnern, einzelnen Rollen, auch in diesem Ökosystem. Die muss natürlich sicher sein und muss unter Wahrung der Datensouveränität funktionieren. Und dann brauche ich andere Komponenten, die letztendlich, wenn ich dann Services habe, wo ich Daten für brauche oder wo ich eben Schnittstellen, Kommunikationen brauche mit anderen Unternehmen, die letztendlich diese Services oder Dienste dann orchestrieren können. Wir nennen das Broker, ne? Das gibt es auf verschiedenen Ebenen, sozusagen einmal für IoT-Devices, das ist sozusagen so sehr hardwarenah, wo man sagt, ich habe eben eine Plattform oder einen Broker, wo die sich anmelden, wo ich da Verbindung herstelle. Das können Blockchain-Broker sein, wo letztendlich solche Bezahlmechanismen oder auch Authentifizierungsmechanismen ablaufen. Oder es kann auch ein Logistics-Broker sein, ne? Wo ich eben sage, ich bin als 4PL, habe ich eben Interesse, ich habe eine Menge an Services und ich will die jetzt orchestrieren und bringe die da eben zusammen und erzeuge letztendlich einen Mehrwert, indem ich eine Plattform habe, auf der diese Services laufen.
So, und jetzt kommt noch was zu dem Service. Das ist natürlich nur interessant, wenn ich einen Service entwickle und auch die Zugänge habe, das heißt die Interkonnektivität habe, dass unseren Service, wenn ich den jetzt anbiete, beispielsweise einen ETA-Service oder einen Transportservice, also es kann physisch oder virtuell oder ein Hybrid sein, wenn ich die eben nicht nur auf einer Plattform nutzen kann, sondern auf ganz vielen. Das heißt, ich muss letztendlich in so einem Broker auch eine Funktion haben, die solche Services findet, damit ich sie orchestrieren kann. Okay, ich habe gerade schon mal einmal so ein bisschen in unserem Besprechungschat gelugt. Da gibt es bisher noch keine Fragen. Also wir wissen, dass das Thema ziemlich komplex ist, man das, glaube ich, nicht auf den ersten Blick immer alles so erfassen kann, aber wir liefern da auch gerne noch mal weitere Erklärungen nach. Also da gerne noch mal an Sie und euch die Einladung, wirklich auch Fragen zu stellen. Christian, jetzt bist du natürlich auch unser Community Manager im Projekt und du oder wir als Gesamtheit des Projektes und der Mitarbeiter suchen natürlich auch noch Mitstreiter vor allem aus der Industrie. Welche Möglichkeiten haben Unternehmen eigentlich, sich konkret an der Silicon Economy dann auch zu beteiligen? Genau, also natürlich funktioniert das überhaupt nicht, wenn wir das nur machen. Also wir brauchen ganz insbesondere natürlich die Industrie, die als Entwickler und natürlich, also mittel- oder langfristig natürlich vor allem als Anwender der Silicon Economy Komponenten, der Dienste und dann sozusagen auch als Anbieter von Plattformen fungiert. Im ersten Schritt ist aber letztendlich auch so ein bisschen das strategische Ziel, dass wir diese Pipeline oder dieses Repository mit Open Source Komponenten füllen müssen. Deswegen ist unser Ansatz jetzt im Projekt, wir starten eben mit Entwicklungsprojekten, wo wir Anwendungen umsetzen, die notwendigen Basiskomponenten dafür entwickeln und damit letztendlich ein Stück weit immer diese Open Source Pipeline füllen, um dann auch wirklich ein gutes Angebot für die Industrie zu haben, sich daran zu bedienen. Das heißt, im ersten Schritt suchen wir eben auch Unternehmen, die sich sozusagen an den Entwicklungsprojekten beteiligen, die sagen, das ist eine relevante Anwendung, da natürlich nicht einzelne, sondern also wir wollen ja das für die Gemeinschaft machen, deswegen idealerweise, oder eigentlich ist es eine Voraussetzung, muss man so schon sagen, sind es mehrere Unternehmen, die sagen, okay, hier haben wir einen relevanten Punkt, eine relevante Anwendung und dafür brauchen wir eben diese und diese Basiskomponente, die wir jetzt dafür umsetzen müssen und die idealerweise dann Open Source ist, weil das Sachen sind, die jeder braucht, wodurch wir dann letztendlich auch den Zugang ermöglichen. Also die breite Teilhabe und auch diese Interkonnektivität letztendlich herstellen. Das ist der eine Punkt, wirklich mitmachen. Der zweite Punkt ist, okay, Feedback geben zu Projektideen, die wir haben. Sozusagen, ist das relevant? Ist so ein bisschen wie der erste Punkt, vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Und der dritte Punkt ist, ja, für die fertigen Elemente oder für die Entwicklungsprojekte, die wir haben, zu sagen, ja, wir haben hier ein super Pilotprojekt, wo man das eben evaluieren könnte, wo man es ausprobieren kann. Wir haben vielleicht noch einen anderen Use Case, das ist halt ein bisschen andere Anwendungsfall von der Lösung und das sind eben so die Sachen, wo man sich jetzt beteiligen kann. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn sich die Unternehmen, aber auch natürlich andere Interessierte bei uns melden und da sagen, ja, wir wollen da mitmachen, wir wollen aktives Mitglied dieser Community werden und genau. Okay. Vielleicht noch ein Punkt vielleicht noch dazu. Der Teil des Projektes, wo diese Open Source Komponenten entwickelt werden, und das ist im Prinzip ja das ganze Förderprojekt, das ist sozusagen für uns da, also für die Forschungspartner, und die Industrie kann in dem Fall eben nicht gefördert werden. Ist aber, glaube ich, interessant genug, dass man sagt, ich habe hier was und möchte mich daran beteiligen. Letztendlich profitiert man ja am Ende von allen und dadurch skaliert es erst so richtig schön. Okay, absolut. Ich glaube, wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sprachlos gemacht. Im Chat haben wir auf jeden Fall keine Fragen. Unsere 15 Minuten sind schon fast um. Ich habe aber trotzdem noch eine kleine Frage, weil ich das immer ganz spannend finde, auch so ein bisschen einen Einblick ins Tagesgeschäft unseres Projektes zu geben. Wie reagieren so Unternehmen drauf? Du hast jetzt ja schon irgendwie mit dem einen oder anderen Unternehmen so aus unserem Dunstkreis natürlich gesprochen. Haben die Bock drauf? Wollen die? Ist das Thema für die wirklich, trifft das einen Bedarf? Ja, also ich denke, zumindest mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, die sagen natürlich alle, ja, Plattformökonomie, das ist schon das Ding.
Ja, also wir müssen weg von diesen ganz trägen IT-Systemen auch und müssen eigentlich hin zu so einer Event- und Service-basierten Version des Ganzen, Plattformökonomie. Ne? Das wird gut eingesehen. Der Gedanke daran, sozusagen Basiskomponenten Open Source zu stellen und damit sozusagen eine breitere Zugänglichkeit zu schaffen, das verfängt auch bei denen, ne? Weil die sagen, na okay, vielleicht beschneiden wir uns dann ein Stück weit an einer Stelle, was unseren Markt angeht, aber dadurch, dass es so offen ist, haben wir auch neue Chancen, sozusagen für uns einen Markt, wo wir tätig sind, zu erweitern. Das heißt, das wird so ein bisschen, vielleicht ein möglicher Verlust wird so ein bisschen dadurch durch neue Opportunities oder neue Chancen kompensiert. Also von daher so die Motivation und diesen grundsätzlichen Ansatz, dass zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sind da sehr positiv und sagen, ja, das ist die Zukunft und genauso müssen wir es machen. Und ich glaube auch nicht, dass, das sieht man ja auch so ein bisschen an den Investitionen, die notwendig sind. Ich glaube, dass es einfach in Deutschland oder auch in Europa kein Unternehmen gibt, die genug Marktmacht oder genug Ressourcen oder auch genug Motivation haben, um jetzt zu sagen, so, nee, wir machen es alleine. Und ich glaube, das ist auch ein sehr europäischer Ansatz zu sagen, nee, lass uns das zusammen machen und ich glaube, das ist einfach die Zukunft und ein guter Gegenentwurf, auch gesellschaftlich und politisch und ja. Ich habe auf jeden Fall, ich bin schon ganz gespannt auf den Austausch mit der Industrie. Eine allerletzte Frage habe ich natürlich noch, mit der ich beim ersten Mal auch schon abgeschlossen habe. Are you a Silicon Economist? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Vielen Dank, Christian, dass du heute hier warst und für den Austausch zum Thema Plattformökonomie. Wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen aus? Gemeinsam oder lieber einsam? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten und wenn Sie auch ein Silicon Economist werden möchten, Teil unserer Community, auf silicon-economy.com finden Sie alle Informationen dazu, auch unseren Kontakt nochmal. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Infos haben, wenn es Ihnen schon in den Fingern brennt und Sie natürlich mitentwickeln wollen. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr und Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Am 3. Dezember um 14:30 Uhr gibt es die nächste Silicon Economy Coffee Break. Dann wird es nochmal etwas technischer, beziehungsweise wir gehen nochmal ein bisschen stärker ins Detail, in die Details der Silicon Economy und beschäftigen uns dann mit Brokern und ersten Entwicklungsprojekten. Dazu habe ich meinen Kollegen Andreas Nettstreter eingeladen, im Projekt verantwortlich für Netzwerk und Wissenstransfer. Und wer da Interesse dran hat, auch wie gesagt silicon-economy.com, können Sie sich auch gerne zur nächsten Coffee Break wieder anmelden. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Nachmittag und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder bei einer Silicon Economy Coffee Break. Bis dann.